Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Baustellen-Update-Video. Momentan seht ihr hier noch nichts Neues, denn wie gesagt, hier hängt alles noch herum. Aber in ungefähr 20, 30 Minuten wird der Elektriker endlich kommen und sich um das ganze Chaos hier kümmern. Also die ganzen Kabel, die da hinten liegen, die kommen eh alle weg, die Steckdosen kommen weg. Die Lichtschalter werden neu positioniert an die Wand, an der Seite. Und dann wird das hier Ganze schon mal einen großen Unterschied machen. Und der nächste Schritt ist dann, wie gesagt, dass die ganzen Löcher etc. gestopft werden. Teilweise muss ja auch noch ein paar Platten dran gemacht werden und dann kann gestrichen werden. Und dann sind wir ja im Prinzip fast schon fertig. Da muss noch der Boden gegossen werden. Das ist, glaube ich, keine allzu große Geschichte. Der wird ja nur ganz, ganz dünn aufgegossen. Und dann geht es schon los mit den Tischen. Ich muss ja endlich mal schauen, bei wem ich jetzt endlich das Holz bestelle, denn ich habe unterschiedliche Angebote mit unterschiedlichen Lieferzeiten und unterschiedlichen, teilweise auch Holzarten. Da muss ich auf jeden Fall mal schauen. Ja, aber auf jeden Fall, hier wird jetzt gleich der Elektriker kommen und das ganze Elektrochaos hier nicht beseitigen. Das wird, glaube ich, schon einen riesen Unterschied machen und im nächsten Cut wird es wahrscheinlich schon passiert sein. Und es ist endlich geschafft, der Elektriker ist fertig. Es sind ein paar Stunden vergangen. Es ist jetzt später Mittag, Nachmittag angefangen und wie ihr sehen könnt, es hängen keine Kabel mehr von der Decke. Es liegen auch keine mehr auf dem Boden herum. Hier drüben ist alles so weit weg. Hier hingen ja Unmengen an Kabeln. Die sind entweder so weit entfernt bzw. nach hinten verlegt. Und auch die Kabel, die hier an der Decke hingen, sind so weit weg. Ursprünglich war tatsächlich die Idee, dass man die Lichtschalter, die ja hier runter hingen, hier rüberzieht an diese Wände, um dort die Lichtschalter hier unten anzubringen. Das hat sich dann während der Arbeiten geändert. Und zwar ist es jetzt so, dass tatsächlich das komplette Licht nur von den 3 Lichtschaltern hier vorne gesteuert wird. Das war auch tatsächlich die viel einfachere Lösung. Weil wir haben jetzt hier vorne 3 Lichtschalter und wenn ich die jetzt alle ausmache, seht ihr, es wird dunkel im Raum, es ist gar kein Licht mehr an und wenn ich jetzt hier alles anmache, geht alles soweit wieder an, bis auf die Lampe und die, da müssen die Leuchtstoffröhren noch gewechselt werden und hier oben wurde einfach das Ganze in Anführungsstrichen abgeklemmt und verkleidet, das wird dann noch überdeckt, sodass man auch wieder rankommen kann. Und das war tatsächlich die hübscheste und einfachste Lösung, dass man hier so irgendwie Kabel durch die Gegend ziehen muss. Das heißt, der nächste Schritt hier ist, dass wir hier die ganzen Löcher hier stopfen und das hier alles ausbessern, sodass wir eine einheitliche Wandstruktur wieder bekommen. Dann wird das Ganze einmal weiß gestrichen, also Decke wie auch die ganzen Wände. Und dann ist die Frage, die im Raum steht, ob wir die Schrägwände wie auch die Decke in so einem ja eher hellen Blauton streichen sollten, damit das Ganze so ein bisschen Richtung Himmel aussieht. Da könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr dazu denkt und auch, ob man dann hinten eher weiß lässt oder auch hier dann entsprechend auf der Höhe hier rüberzieht und das hellblau macht, ebenso wie dann da drüben. Da könnt ihr mir gerne, wie gesagt, in die Kommentare schreiben, was ihr dazu denkt. Ansonsten bin ich sehr zufrieden mit dem, wie es hier vorangekommen ist. Das heißt, ich werde jetzt vielleicht heute Abend noch anfangen, hier Löcher zu stopfen und dergleichen. Und dann hoffe ich, dass wir tatsächlich im November anfangen können, noch so umzuziehen. Ich muss auf jeden Fall endlich mal schauen, ob ich das Holz jetzt, woher ich das bekomme. Und werde am Wochenende dann vielleicht die Ausgleichsmasse noch besorgen. Farbe sollte noch genug da sein, bis auf die blaue natürlich. Da muss ich noch schauen, welchen Farbton ich dann nehme. Aber das ist ja auch nicht so viel. Ich muss ja erstmal alles komplett weiß streichen. Ansonsten, anderes Thema noch kurz, Thema Shop. Dafür gehen wir mal kurz hier rüber. Und zwar habe ich endlich die Lieferung bekommen, die ganz wichtig ist für den Shop. Und zwar habe ich hier die 2x4er Tiles mit dem Brickworld Logo. Das müssten, ich habe es nicht nachgezählt, ich werde es vielleicht noch machen, 100 Stück sein. Die werden ja auf den einzelnen, ich mache hier mal wieder das andere Objektiv, das ist ein bisschen unscharf auf die Nähe. Das sieht viel besser aus. Die werden zum einen ja auf den einzelnen Dioramen sein, man wird sie auch einzeln noch bestellen können, aber ich bin doch sehr zufrieden damit, sie ist noch schön zentriert, sehen gut aus im Druck. Ansonsten habe ich hier noch ein paar von diesen Notausgangsschildern drin, die brauche ich ja auch für das Diorama mit der U-Bahn. Ansonsten muss ich tatsächlich noch einiges an Steinen bestellen. Ihr merkt schon, ich muss einfach grundsätzlich viel bestellen. Ich muss noch diese Fenster da hinten von diesen komischen alten Window-Color-Bildern bereinigen. Und hier wieder noch Leuchtstoffröhren austauschen. Aber ich bin sehr, sehr zufrieden und glücklich, dass jetzt endlich der
Elektriker da war, denn wie gesagt, es war gar nicht so einfach. Es gibt zwar mehrere Elektriker hier in der Nähe, der örtliche Elektriker konnte leider nicht. Viele andere fanden, dass es nicht wert ist, dafür jetzt einfach mal 4, vielleicht waren es 5 Stunden, naja 4 Stunden glaube ich ungefähr, hierher zu kommen, um das zu machen. Ja, wie gesagt, dann habe ich wenigstens einen aus der Nähe gefunden, der auch sehr nett ist und auch gar keine Anfahrt berechnet hat, weil er wie gesagt nur 2 Orte weiter ist. Und ja, dann würde ich fast sagen, das ist das für das heutige Update hier von der Baustelle war. Ich überlege gerade, ob ich noch irgendwas sagen wollte. Ich glaube nicht. Aber wie gesagt, zusammengefasst, schreibt mir auf jeden Fall, wie wir das mit den Wänden machen sollen. Sollen wir die wirklich, also unten wird es auf jeden Fall weiß, dieser Sockel, das wird auf jeden Fall weiß bleiben. Die Frage ist nur, Schrägwände, Decke in einem Blauton. Ich bin für einen eher hellen Blauton. Für Wolken bin ich eher nicht zu haben, wie es auch in anderen Städten zu sehen ist. Es ist ein schmaler Grat zwischen zu viel oder zu wenig und ja, sagen wir mal so, ich traue mir zu, sie malen zu können, aber ich glaube, ich werde irgendwann unzufrieden und will da nicht alles überstreichen. So viel dazu. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr es noch nicht getan habt, lasst gerne einen Daumen nach oben da und auch ein Abo gerne, um hier weiter mitzubekommen, wie es hier auch auf der Baustelle und auch bei den Stadtupdates weitergeht. Dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt gesund. Viel Spaß beim Server natürlich und dann sage ich nur noch Tschüss.